Ach, meldest du dich auch mal wieder? Oh, mir geht's so schlecht. Ich weiß auch nicht, wie das alles weitergehen soll. Gut, wenn ich Hilfe hier habe. Ja, sind das so Sätze, die du vielleicht durchaus kennst, denn es sind mitunter typische Sätze von Großeltern, die auch extrem narzisstisch sind. Diese Sätze können die Enkelkinder auch besonders triggern und können so auch echten Einfluss haben auf ihr Leben. Was genau steckt dahinter, das gucken wir uns heute einmal genau an. Ich werde es euch verraten, habe am Ende natürlich auch wieder ganz viele Tipps und natürlich auch 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist. Das Thema Narzissmus innerhalb der Familie, wenn er sehr ausgeprägt ist, haben wir uns schon oft angeguckt. Und heute möchte ich mit euch mal den Teilbereich angucken, narzisstische Großeltern und das Verhältnis zu den Enkeln. Denn auch da sind ein paar Besonderheiten, die man durchaus beachten sollte. Ihr wisst natürlich auch, ein einzelner Punkt macht hier noch lange kein krankes Gegenüber aus, macht aber wie gesagt Sinn hinzugucken mal, wenn einiges zutrifft, um da auch einfach sich besser abgrenzen zu können. Aber hier kein Bashing, keine Schwarz-Weiß-Sicht. Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht Großeltern mit extrem narzisstischen Zügen? Was sind eure Erfahrungen? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Dann können wir uns da natürlich auch austauschen. Ja, es kann sein, wie verhalten sich extrem narzisstische Großeltern. Es kann sein, dass sie ihre Enkelkinder in der Vergangenheit und auch noch heute extrem verwöhnen. Und das, vielleicht wenn ihr das Enkelkind seid, zum Leidwesen eurer Eltern wiederum. Es ist einfach ein zu viel. Ne? Zum Beispiel war Edda immer das Lieblingskind von der Oma und Edda hat so wirklich alles bekommen. Edda hatte noch Cousinen, aber Edda war so ein bisschen, die war der Oma so ein bisschen ähnlich. Oma hat irgendwie all ihre Wünsche, Hoffnungen auch in sie reinprojiziert. Für Oma war klar, die Edda war so schön, die sah so gut aus, Edda sollte Model werden. Denn die Oma, die war damals auch eine ganz hübsche, ja, und wollte Model werden, hat nicht geklappt, weil sie ja Kinder gekriegt hat und sie die Chancen auf dem Land nicht hatte. Aber für Edda hatte sie sich das ausgedacht. Und tatsächlich setzte sie sogar der eigenen Mutter, also ihrer Tochter, Eddas Mutter, diesen Floh ins Ohr. Auf Edda war ein enormer Druck. Edda wurde extrem verwöhnt, auch die ganze Zeit. Und es war aber irgendwie auch zu viel. Denn Edda hatte ständig das Gefühl, liefern zu müssen. Ne? Und so ist es heute auch. Edda ist heute schon etwas älter. Ist jetzt Anfang 20, das mit dem Modeln, ja, sie macht es ihrer Oma zuliebe, ist jetzt auch in so einer Kartei irgendwie, eher schlecht als recht, sie mag es eigentlich auch überhaupt gar nicht, aber sie hat das Gefühl, ja, Oma regelmäßig kontaktieren zu müssen und ihr auch zu berichten, wie erfolgreich sie ist. Und sie bekommt noch heute von der Oma extrem viel. Das ist ihr eigentlich zu viel, aber sie weiß gar nicht, wie sie da Grenzen setzen soll. Hat das Gefühl auch einer Verpflichtung ihr gegenüber, weil sie eben immer so viel bekommen hat. Das nächste kann sein, dass es so eine narzisstische, hilflose Oma sozusagen ist. Ne? Versteht mich nicht falsch, wenn Menschen Hilfe brauchen, na klar. Aber ihr wisst auch, Menschen, die sehr narzisstisch sind, die nutzen das wirklich sehr stark aus. Sie tun häufig auch nichts, damit es ihnen besser geht. Ich habe euch schon mal gesagt, sekundärer Krankheitsgewinn nennt sich das. Und ihr wisst auch, ist unter anderem auch Thema in meinem Buch, auch dieses ganze Themenkomplex, verweise ich hier auch noch mal gerne drauf. Narzisstische Großeltern, wie auch die gesamte Familie, ist auch ein Abschnitt dort. Und dieses Ausnutzen, das kann eben leider auch bei den Enkeln passieren. Ne? Michaela, die war schon immer Oma Lottes, hat immer schon Oma Lotte geholfen. Ne? Oma Lotte wohnte irgendwie im Haus, sie wohnte unten, Michaela wohnte oben und Lottes Mann war schon relativ früh gestorben. Ne? Und so hat sich Michaela ja immer schon, Oma Lotte konnte mit den Armen immer nicht so richtig nicht so hochkommen und das war immer das, was Michaela so für sie machte. Sie kam sie immer auch regelmäßig besuchen. Ja, und nun ist Michaela etwas älter geworden, weggezogen, aber Oma Lotte war es eben gewohnt, dass Michaela kam. Und so kam sie, versuchte sie es wirklich auch einzurichten, auch im Studium, fuhr sie immer, wenn es ging, auch bei Oma Lotte vorbei, aber anstatt sich auch wirklich zu freuen, dass sie kam, begrüßte sie häufig erst mit einem kritischen Blick und einem Vorwurf. Ach, bist du auch mal wieder da? Ja. Zack, hatte Michaela ein schlechtes Gewissen. Dabei tat sie doch wirklich alles, um es Oma Lotte wirklich auch recht zu machen. Sie war immer unter Druck gefühlt auch,
Sie hatte schon immer Horror, wenn der Vorlesungsplan kam, dass Oma Lotte da keinen wirklichen Platz in der Woche fand, dass sie nicht genügend Zeit für sie hatte. So war Michaela aber auch sehr gehemmt, selber ihr Leben zu leben, denn Oma Lotte kreiste quasi immer in ihrem Kopf. Dann das dritte ist zu enge Freundin und Vertraute. Auch das könnt ihr haben, dass ihr als Enkelsohn, Enkeltochter der Vertraute eurer Oma oder eures Opas seid. Das kann, wenn ihr ganz tief guckt, wenn ihr extrem narzisstische Eltern auch habt, die euch vielleicht nicht die Aufmerksamkeit entgegenbringen, die vielleicht keine tiefen Gespräche mit euch führen, eine sehr toxische Kombination sein, weil ihr dann denkt, die Oma oder der Opa, zu denen habe ich ja so ein tolles Verhältnis, die sind ja meine Vertrauten, zu denen habe ich das ja und die nutzen das leider extreme Narzissten oft schamlos aus, indem sie ihre Sorgen, Nöte, aber auch Themen bei den Enkeln parken sozusagen, abladen, die dort absolut nicht hingehören. Also irgendwelche grauseligen Geschichten von früher, irgendwelche anderen extremen Geschichten, ja, die eher für Kinder mitunter verstörend auch sind und auch nicht, wie gesagt, in dieses Verhältnis zwischen Oma und Enkelkind gehören. Ihr denkt vielleicht aber als Enkelkind, oh, meine Oma und ich haben so ein besonders gutes Verhältnis, wir sind wie die beste Freundinnen, ja, weil sie mir das erzählt und verkennt eigentlich, dass eure Oma oder euer Opa euch da extrem ausnutzt. Das nächste kann eben sein, die nie genug Oma. Ne? Eben hatten wir ja die Oma oder der Opa auch. Ne? Hatten wir ja die sehr verwöhnen und geben und machen, aber es gibt auch die sehr stark darauf abzielen, dass man quasi nicht genug ist, auch als Enkelkind. Und das merkt man mitunter auch. Ne? So wie Edda vielleicht eben dieses Lieblingskind war oder ist bei der Oma, so kann es sein, dass Madeleine genau das Gegenteil ist. Madeleine, die Tochter von der Schwester von Eddas Mutter, ja, Cousine, die wird von der Oma ganz anders behandelt. Die ist quasi nie genug. Die war nie so groß gewachsen irgendwie auch. Ihre Zähne waren vielleicht nicht ganz so gerade. Oma mochte das einfach nicht. Für Oma war Schönheit sehr wichtig. Und so war es für die Mutter von der Kleinen, von der Madeleine, ganz stressig, der Antje, dass sie eine ganz andere Rolle hat und immer sagt, oh, jetzt zieh dich ordentlich an, zieh dich ordentlich an. Und du musst der Oma, du musst auch wirklich... Du musst dich wirklich heute auch wieder gut benehmen, ja. Und Madeleine, die wuchs schon irgendwie so auf, dass sie also wirklich sich gut präsentieren wollte und gut darstellen sollte, weil damit irgendwie diese Familie nun doch irgendwie auch in die Gunst der Oma fällt. Also das habt ihr manchmal diese Kombination und diese unterschiedlichen Rollen. Also wenn ihr eine Cousine, einen Cousin habt und diese Rolle seid, können die ganz andere Rollen einfach auch im Gegensatz zu euch irgendwie haben. Und mitunter wird dann aber bei den Eltern auch so ein bisschen gekämpft um die Gunst dieser Oma oder dieses Opas. Ne? Kann ja immer beides sein. Das nächste kann sein, ich habe es genannt, hier der Opa, der Schleifer sozusagen. Ne? Man hört ihn ganz laut rufen, so auf dem Fußballplatz. Ne? Opa war Mikes größter Fan, aber gleichzeitig auch der krasseste Schleifer sozusagen. Das Kind muss immer richtig angenommen werden. Macht doch heute kaum noch jemand, sagte Opa Jürgen. Ne? Der Ruf von Opa Jürgen war hart, aber eben auch gerecht. Alle hatten Angst vor Opa Jürgen. Ja, und das kann eben auch sein, dass ihr so gerade in manchen größeren Familien auch so einen Opa hat, der so über allen thront sozusagen auch, ne, vor dem auch alle sehr viel Angst und Respekt haben. Und es kann sein, dass er sich dann so ein Enkelkind eben auch raussucht, ne, so wie die Oma eben auch mit dieser Schönheitskönigin, der dann auch all seine Wünsche auf dieses Enkelkind eben projiziert und da extrem einfach Druck irgendwie auch macht, wo auch alle Angst vor haben. Auch das habt ihr häufig und auch diese Kinder, diese Enkelkinder wachsen eben mit diesem Anspruch auf, diesem Opa mitunter auch gerecht zu werden, damit gute Stimmung auch innerhalb der Familie ist. Also könnt ihr auch mal darauf achten. Das ist natürlich auch Gift. Man kann auch in eine ganz unschöne Rolle geraten, der erste Ansprechpartner der Großeltern zu werden. Ne? Gerade, das habe ich euch schon oft gesagt, sind die Rollen in narzisstischen Familien, narzisstisch geprägten Familien, wo Mutter, Vater beide extrem narzisstisch sind, häufig vertauscht. Es gibt die sogenannte Parentifizierung. Ja, ist auch Thema in meinem Buch, habe ich hier oben und hier unten auch nochmal für euch ein Video verlinkt, oder packe ich euch auch nochmal hinten dran. Es ist sehr interessant, wenn ihr dort aufwachst, dass ihr dann, also nicht nur interessant, es ist vor allem auch traurig, ja. Interessant aber ist, wenn ihr es vielleicht seht,
Es kann sehr schmerzen, aber zu sehen, dass hier irgendwas mit den Rollen einfach nicht stimmt. Und so kann es sein, dass du wirklich der Ansprechpartner bist für alle und jeden in so einer Familie. Das heißt, sowohl für deine Eltern als auch, wenn sie gerade in der Nähe wohnen, auch für die Großeltern. Man kann sich dann von Kindheit an das genau schon angewöhnt haben, quasi alle zu umsorgen. Und das ist natürlich besonders schlimm, wenn man selber ein sehr aktiver Mensch ist, ein Macher, das natürlich Extrem-Narzissten das einfach schamlos ausnutzen. Und da müsst ihr auch das sehen. Also da haben extrem-narzisstische Großeltern auch, kennen da auch keine Grenzen, das für sich eben zu nutzen. Dann habe ich es als nächstes genannt, muss ich ein bisschen schmunzeln. Oma der Miesepeter, aber es kann auch Opa der Miesepeter sein, ne? Immer schaut, ne? Habt ihr vielleicht auch so eine Oma, Großmutter habt, irgendwie immer schaut die Oma Birgit so richtig mies rein. Das Leben ist hart, das Leben ist wie eine Hühnerleiter von oben bis unten, ne? Solche Sprüche, so seid ihr vielleicht auch, wenn ihr in so einem Haushalt groß geworden seid, einfach aufgewachsen. Und also Oma war einfach schlecht drauf. Und eure Rolle war vielleicht als Enkelkind für gute Stimmung zu sorgen. Ne? Was macht Omi glücklich? Was macht sie froh? Vielleicht, wenn ihr kleiner wart, irgendwas Gebasteltes mitzubringen, dass die Oma glücklich ist, sie zu bespaßen. Dann irgendwann habt ihr vielleicht angefangen, ihr was zu unternehmen, ja, dass sie auch mal ein paar Leute kennenlernt. Sie war vielleicht auch, ist sie auch ein bisschen isoliert, weil sie nicht so viele Freunde hat. Ihr ladet sie nach Hause ein im Studio, macht ihr schöne Tage, ihr ladet sie sogar zum Urlaub ein. Ihr macht wirklich alles, oder für den Opa, ihr macht wirklich einfach alles. Das kann durchaus auch sein und das ist natürlich auch völlig verdrehte Welt sozusagen und alles andere als entspannt und kostet auch echt viel Zeit. Oma die Königin und das Familienüberhaupt, ne, das ist so ein bisschen eben auch wie Opa der Schleifer, also Opa der oben krönte, so kann auch die Oma oben krönen sozusagen, keiner Widerrede bei Oma und Oma wird quasi nicht hinterfragt. Ja, auch das kann sein. Das sind nur so ein paar Sachen, wie das Verhältnis so zwischen Oma und Enkel sein kann. Aber jetzt müssen wir uns auch mal angucken, warum machen sie das und was macht es mit einem? Das ist natürlich auch wichtig. Oder was kann es mit einem machen? Wieso machen sie das? Ja, extrem narzisstische Großeltern sind wie Narzissten, die sehr ausgeprägt diese Züge haben, einfach sehr selbstbezogen. Sie sehen einfach nur sich und sie sehen ihre Vorteile. So leider häufig auch bei Enkeln. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Im Gegenteil, die lassen sich vielleicht noch sogar besser für sie häufig nutzen, damit sie so ihre Vorteile eben für sich haben. Sie sehen Enkel mitunter, das habt ihr bei Eltern ja eben auch, ne? Ich habe das als Beispiel eben gesagt mit der Oma. Oma wollte Model werden, jetzt wird das Enkelkind Model als eigene Erweiterung. Oder der Opa, ne, wollte Fußballspieler werden, ist es nicht geworden. Also wird der eine Enkelsohn, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, aber ihr wisst, wen ich eben meine, dann wird der quasi so richtig getriezt fast schon, dass er das irgendwie machen muss. Und die Kinder von ihnen, also von die Eltern dieser Enkel, die machen das mit häufig, weil sie irgendwie hoffen, vielleicht noch ein bisschen Liebe, Anerkennung eben auch über diese Enkelkinder zu bekommen. Ja, sie versuchen, eigene Kinder über die scheinbare Liebe an die Kinder abzuwerten. Das kann auch sein. Ihr habt so merkwürdige Dynamiken, wie gesagt, der Kampf um ein Fünkchen Liebe ist innerhalb dieser Beziehungen mit Narzissten und auch gerade in Familiendynamiken sehr häufig vorhanden. Und so ist es vielleicht so, dass, ich habe euch das eben erzählt mit der Edda und der Madeleine, die ja beide Enkelkinder sind und die schon den Druck gespürt haben, ihrer Eltern, von Michaela und Antje eben, die haben ja alles gegeben, um über die Enkelkinder eben die Gunst irgendwie zu bekommen. Und das kann sein, dass ihr das gespürt habt schon als Kind und dass ihr das sogar heute noch fühlt, dass ihr euch irgendwie gut darstellen sollt, dass da so ein bisschen ja, was Positives irgendwie auch kommt. Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und es ist einfach auch nicht eure Aufgabe, ne? Sie werten über dieses den nicht genug Enkel, ja, die eigenen Kinder ab. Ne? Das war eben mit Madeleine, ne, die ja scheinbar alles machen konnte, das nicht genug Enkelchen sozusagen war. Und das ist auch eine Abwertung dann der eigenen Kinder über die Enkelkinder.
Sie erhalten ihre Aufmerksamkeit und Zufuhr, muss man auch sagen, über die Enkelkinder. Ne? Wenn, was wir vorhin gesagt haben, hier Michaela, die ja nun schon immer Oma Lottes Hilfe da irgendwie gewesen ist, ne? Das kriegen da ihre Zufuhr, ihre Aufmerksamkeit. Da kümmert sich jemand um sie, das stabilisiert ihren geringen Selbstwert. Und dann, ja, dann kommt dieses Blut ist dicker als Wasser. Das habt ihr auch leider sehr oft, diese Sätze in diesen Familien. Und es ist leider häufig diese Fortführung des Prinzips, nach oben buckeln und nach unten treten. Ja, jetzt muss man natürlich gucken, was das mit einem machen kann. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen, müsst ihr euch auch immer angucken. Aber es kann durchaus auch Auswirkungen haben, wenn ihr solche Großeltern habt. Welche kann das sein? Das kann sein, dass ihr ständig zwischen den Stühlen steht oder gestanden habt und euch das jetzt vielleicht auch klar wird. Denn es ist häufig so, wenn ihr, oder nicht selten so, wenn ihr narzisstische Großeltern habt, sind eure Eltern vielleicht auch so geprägt, vielleicht auch komplementär narzisstisch, was ja nicht narzisstisch ist, ne? Aber was ja trotzdem auch nicht unbedingt dazu führt, klare Grenzen aufzusetzen. Und so seid ihr vielleicht, wenn ihr Pech habt und wie gesagt Großeltern und Eltern so habt, die wollen alle Aufmerksamkeit, die wollen alle von euch umsorgt werden. Die sind alle anstrengend, das kostet euch richtig viel Zeit und Energie. Und man muss auch sagen, narzisstische Großeltern können einen enormen Druck auch ausüben. Immer da zu sein, sie eben auch glücklich zu machen, indirekt natürlich darüber auch die eigenen Eltern glücklich zu machen. Etwas zu leisten, doch noch gut irgendwie zu werden. Dann haben die oftmals auch den Druck, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch auf der Welt bin. Ich denke, oh Gott, ja, dann muss ich es doch schaffen. Möchte doch ein gutes Enkelkind sein. Ich will doch nicht, dass es der Oma oder dem Opa schlecht geht. Es kann sein, dass ihr da einen richtig großen Druck habt. Ne? Denken wir nochmal an Michaela, die schon auf den Plan guckt im Studium und sagt, oh, wann habe ich Zeit für Oma? Sollte eigentlich gar nicht ihr Gedanke sein, aber ist ihr Gedanke leider. Wie gesagt, und dann kommt der Zeitfaktor, was mich irre traurig macht, ist einfach, man verpasst das eigene Leben, weil man sich die ganze Zeit um die Oma oder den Opa kümmert. Was ja eigentlich, die müssen sich ja um sich selber kümmern, die sollten ihr eigenes Leben haben, ja. Aber das kostet Zeit, ihr Lieben, und das ist natürlich auch nicht gut. Selbst wenn man jeden Abend telefoniert, wenn man immer wieder dort hinfährt, das kostet Zeit. Und man bekommt eben auch falsche Rollenverhältnisse. Ne? Für Oma die beste Freundin, für Opa immer der Zuhörer und. Sich darum zu kümmern, vielleicht noch die eigene Oma zu pflegen, dass man denkt, man muss sie jetzt pflegen, man muss die Zeit investieren. Es kann sein, dass ihr da wirklich ja, viel zu viel, also auch da euer Level zu niedrig ist, euch da ausnutzen zu lassen, viel zu viel denkt, dass ihr etwas machen müsst, dass die Gesellschaft oder eure Eltern das erwarten. Und das kann echt Druck machen. Ne? Das ist eine psychische Belastung, muss man auch sagen, als Vertraute, so krasse Geschichten, wie ich euch eben gesagt habe, Familiengeheimnisse, was auch immer. Das kann auch zu psychischen Belastungen werden für Kinder, Jugendliche, aber auch durchaus im Erwachsenenalter. Und dann kommt dazu diese Undankbarkeit trotz Aufopferung. Ich habe euch auch schon so oft in meinen Videos gesagt, Dankbarkeit von extremen Narzissten kann man nur selten erwarten, denn sie sehen es halt selbstverständlich an, dass die ganze Welt sich um sie dreht. Und so ist es leider auch bei narzisstischen Großeltern. Ja? Also mitunter sehen die auch alles als selbstverständlich. Ja? Oder sie bedanken sich und sagen, oh ja, du bist der Einzige, der sich noch um mich kümmert. Der so, ja, und die denken, habt ihr wieder Druck irgendwie. Also da müsst ihr wirklich mal aufpassen und auch drauf achten. Ja, was kann man nun tun, wenn man selbst vielleicht sieht, dass man solche narzisstische Oma oder Opa hat, dass sich selber einiges jetzt klarer wird? Ich habe ein paar Tipps natürlich für euch. Das erste ist diese Familiensystematiken. Und das kann super erschreckend sein, ihr Lieben, wenn ihr da wirklich seht, oh Mann, nicht nur die Mutter vielleicht, sogar der Vater, Geschwisterteile, und auf einmal kommt ihr weiter und denkt, nee, das ist ja, wenn ich zurückgehe, es ist sogar die Oma, vielleicht sogar der Opa. Ja. Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, aber es bringt einem vielleicht, es erklärt mitunter viel, es entschuldigt nichts, aber es bringt einem auch vielleicht viel Klarheit. Je nachdem, ob die Großeltern noch leben oder auch nicht, hat ja auch noch mal irgendwie, ist auch noch mal etwas anders, aber wenn sie noch leben, wenn ihr noch Kontakt zu ihnen habt, dann ist es vielleicht auch wichtig, mal die eigene Rolle, die man da hat, auch klarer zu ziehen. Klarer für sich emotional auch. Ja? Dass man nicht zuständig ist für das Glück der eigenen Großeltern. Ne?
Die sind schon groß, die sind erwachsen. Wenn sie Hilfe brauchen, dann gibt es die. Ein tolles System, wo Menschen supported werden, da seid ihr nicht für zuständig. Genauso ist es auch mit Kontakt zu ihnen. Ja, wenn sie nicht viel Kontakt zu anderen Menschen haben, dann kann das sehr traurig sein. Auf der anderen Seite liegt es vielleicht auch an ihnen. Vielleicht sind die Menschen im Umfeld alle doof, sie haben Kontakte abgebrochen, benehmen sich anderen Menschen nicht freundlich gegenüber. Das ist aber dann ihr Verhalten und das könnt ihr ja nicht kompensieren mit eurer Lebenszeit. Da komme ich auch als nächstes, habe ich eben auch nochmal, also wenn Sie sozial isoliert sind, wenn ihr euch jetzt denkt, oh Gott, wenn ich jetzt nicht mehr zu Oma komme, kommt keiner mehr, könnt ihr euch vielleicht eher darum kümmern, dass vielleicht jemand kommt. Es gibt tolle Betreuungsangebote für Großeltern auch, also für Menschen, die vielleicht auch pflegebedürftig sind und. Da gibt es ja schon ganz niedrigschwellige Sachen mittlerweile. Und von daher, ich kann euch da unten auch nochmal, setze ich euch nochmal einen Link rein und er kann euch auch, wenn ihr Fragen habt, generell zu diesem Thema, könnt ihr euch auch immer gerne auch nochmal per Videocall oder Telefon auch einfach melden. Wenn ihr viel helft bei euren Großeltern, dann und vielleicht auch viel repariert und macht und tut und einkaufen und das macht ihr natürlich auch alles kostenlos, dann solltet ihr euch mal bewusst sein, denn Narzissten sind häufig auch sehr geizig, leider auch narzisstische Großeltern mitunter, ja. Ihr seid keine Handwerker und ihr seid auch nicht das Sparschwein für eure Großeltern. Ja? Also dass Sie können Menschen engagieren, die das machen. Sie können sich auch da Hilfe holen. Vermittelt vielleicht jemanden, der das macht. Ihr seid nicht dafür voll verantwortlich. Dann kommen wir zum nächsten. Es gibt auch nichts abzuarbeiten. Ihr wisst, extreme Narzissten vermitteln einem oft, ich habe so viel für dich getan, jetzt gib mir was zurück. Entweder sagen sie es oder unterschwellig kommt das rüber. Nein. Wenn eure Großeltern, Oma, Opa früher nett zu euch gewesen sind, ist das toll. Wenn sie euch viel gegeben haben, ist es auch toll. Trotzdem gibt es da keine offene Rechnung. Das nächste ist, klare Grenzen zu setzen. Das kann super hart sein, weil man es vielleicht auch nicht gewohnt ist. Es kann auch sein, haben wir das Thema Alter, ne, wenn die schon etwas älter sind, können ja auch jünger sein, aber wenn sie schon älter sind, dass man denkt, oh Gott, ja, das ist so hart, wer weiß, wie lange sie noch leben und so. Ja, aber trotz allem ist es doch wichtig, dass ihr auch ein gutes Leben habt und da auch gesund eure Grenzen setzt. Ne? Vielleicht braucht ihr auch erstmal, um das machen zu können, zum Durchatmen erstmal eine Pause. Dass ihr euch vielleicht erstmal eine Pause gebt in dieser engen Beziehung, wenn die sehr, sehr eng ist. Sie sagt, Oma, weißt du was, ich habe gerade so viel zu tun im Studium. Ich kann jetzt nicht mehr jeden Tag anrufen. Ich melde mich vielleicht in 3 Wochen nochmal oder so. Auch auf die Gefahr, dass eure Oma das total blöd findet. Oder auch, nein, Opa, heute kann ich nicht. Ihr solltet es dann auch aushalten, dass ihr dann vielleicht in dem Moment nicht gemocht werdet, dass sie zickig reagieren, dass sie gekränkt sind. Das sind Narzissten leider sehr oft. Packe ich euch gleich nochmal hinten ein Video rein. Ist auch ganz interessant, ja, wie ihr damit umgehen könnt. Aber das ist eben wichtig. Und dann auch dieses Familienmobile, was sich dann verschieben wird. Denn wenn ihr etwas ändert, glaubt mal, wird sich innerhalb der Familienstruktur diese Mobile auch etwas ändern. Ja, aber das eben auszuhalten. Ja, denn nur so könnt ihr irgendwie Grenzen setzen und euch da auch besser entlasten. Ja. Erkennt auch, was ihr gemacht habt und dass ihr vielleicht auch ein bisschen Hoffnung hatte, dass eure Großeltern euch vielleicht auch Anerkennung und Liebe geben, sind wie bei der Madeleine von vorhin, ne? die immer von der Oma so schlecht behandelt wurde. Vielleicht auch zu erkennen, die Oma, das kommt nicht, was wir uns alle erhoffen. Ja? Weil wenn der Narzissmus sehr stark ausgeprägt ist einfach der Tiefgang in Beziehungen nicht groß vorhanden. Und dann kommt diese Anerkennung und Liebe, auf die man vielleicht hofft, in der Form nicht. Das liegt aber nicht an einem selber, sondern es liegt am Gegenüber. Und ich glaube, das eben auch zu erkennen, so traurig das auch ist und so sehr auch jeder die Liebe verdient hat. Ja, eben ob es die Eltern sind oder die Großeltern, aber leider ist es in dem Fall vielleicht nicht der Fall. Und ich sage euch so oft, das ist so wichtig, genießt eben euer Leben. Ja, schaut einfach, inwieweit Großeltern in eurem Leben eine Rolle spielen, inwieweit sie euch gut tun und dann schaut einfach, wie eng der Kontakt eben ist. Jetzt 3 Fragen. Als erstes, hast du Großeltern, die extrem narzisstisch sind? Das zweite ist, welche Rolle hast du als Enkel? Und das dritte ist, wie kannst du vielleicht besser Grenzen setzen?
Schick das Video gerne an jemanden, dem es hilft. Melde dich gerne, wenn du Fragen hast. Ansonsten like es gerne, wenn es dir gefallen hat. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche, wie ich eben gesagt habe. Genieße das Leben, auch wenn das Wetter jetzt herbstlich ist. Geh vielleicht in den Wald Pilze suchen oder mach irgendwas anderes Schönes, was dir Freude macht. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche und freue mich total, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Bis dann, ciao!